Fail faster to succeed sooner. Warum ihr früh scheitern solltet, um schneller erfolgreich zu sein und was das Ganze mit Prototyping zu tun hat, das seht ihr jetzt. Mein Name ist Jasper Kühn. Ich arbeite für die Stiftungsprofessur Entrepreneurship an der Uni Oldenburg und ich erkläre euch, warum Prototyping so wichtig ist und was es damit auf sich hat. Was verstehen wir unter Prototyping? Prototyping kommt aus dem Produktdesign. Ein Prototyp ist eben die Vorstufe zum Serienprodukt und wenn man ein Produkt neu entwickeln will, dann fängt man an mit einer Skizze vielleicht und baut dann einen Prototypen irgendwann, um dann später das fertige Serienprodukt zu haben. So ähnlich ist es im Startup-Bereich, wobei aber der Prozess viel mehr im Fokus steht. Prototyping beschreibt den Prozess, schnell ins Machen zu kommen, um früh in der Praxis Erkenntnisse zu gewinnen. Eric Ries hat 2012 ein Buch veröffentlicht, Lean Startup, auf dem basiert das ganze Prototyping. Und er hat aus eigener Erfahrung eigentlich dieses Buch oder diese Methode auch entwickelt, schnell Erkenntnisse zu gewinnen, weil er hat selber genau das nicht gemacht. Er hat im Keller still vor sich hin programmiert, einen riesen Aufwand betrieben, um dann ein Produkt auf den Markt zu bringen, was am Schluss keiner wollte. Und daraus hat er die Lean Startup Methode ins Leben gerufen. Und ein wesentlicher Bestandteil von der Lean Startup Methode ist der Build-Measure-Learn-Zyklus. Und den schauen wir uns jetzt an. Am Anfang des Build-Measure-Learn-Zykluses steht die Idee. Die wird in der Build-Phase in die Praxis umgesetzt anhand eines Prototypen. Der wird dann in der Measure-Phase von ersten Probandinnen und Probanden, von ersten potenziellen Nutzerinnen und Nutzern getestet und daraus werden Erkenntnisse generiert, die dann wieder in die Veränderung oder sogar ins komplette Verwerfen der Idee einfließen, wenn man eben zum Beispiel ganz schlechte Resonanz bekommt darauf, auf seinen Prototypen nur. Je öfter man und je schneller man diesen Zyklus durchläuft, umso besser, weil dann kommt man immer näher und schneller an die eigentliche Kernidee und das Kernprodukt heran, was später sich dann erfolgreich auf dem Markt verkaufen lässt, hoffentlich. Schauen wir uns genauer an, was in der Bildphase passiert. Dort geht es darum, so schnell wie möglich ein halbwegs lauffähiges Produkt zu entwickeln. Im Lean Startup Bereich, und Eric Ries spricht in diesem Zusammenhang von Minimum Viable Product, dem sogenannten MVP, der nur zum Ziel hat, so schnell wie möglich halbwegs zu funktionieren, ein Minimalprodukt, eine kleine Version des eigentlichen fertigen Endprodukts zu sein, um so schnell wie möglich Daten und Erkenntnisse zu generieren. Ein Endprodukt sollte in der Regel funktionsfähig, zuverlässig, einsetzbar und entzückend sein. Und die Minimalversion, also der MVP dieses Endprodukts, sollte eben nicht nur funktionsfähig sein, sondern er sollte bereits alle diese 5 Kategorien enthalten, sowohl ein bisschen einsetzbar als auch schon ein bisschen zuverlässig und aber auch schon ein bisschen entzückend, ein bisschen Magie versprühend, dass auch beim Testen die Leute Interesse haben, das Produkt auszuprobieren oder den MVP auszuprobieren. Ein sehr schönes und gelungenes Beispiel für die Anwendung eines MVPs ist Buffer. Die Gründer von Buffer hatten einen Service sich ausgedacht, der es ermöglicht, zeitgesteuert und automatisiert Tweets und Postings zu veröffentlichen auf mehreren Plattformen. Aber bevor sie den gebaut haben, wollten sie erstmal wissen, ist da überhaupt ein Markt für da? Interessiert das Leute? Und so haben sie erstmal, bevor sie überhaupt angefangen haben, irgendwas zu entwickeln, eine Landingpage gebaut und kurz beschrieben, was ihr Service anbietet und beinhaltet und dann einen kleinen Button da drauf gebaut mit Plans and Pricing. Und dieses Beispiel zeigt, dass sie mit ganz einfachen Mitteln und ganz schnell ganz viel Erkenntnisse sammeln konnten. Sie konnten zum einen gucken, ist da Interesse überhaupt auf dem Markt für diese Anwendung, und zum anderen konnten sie auch schon abfragen, wie viel wären die Kunden bereit zu zahlen. Und ohne überhaupt dieses Produkt schon entwickelt zu haben, haben sie so sehr schnell super viel Input generiert und Erkenntnisse gewinnen können, um dann wirklich sagen zu können, okay, da ist Bedarf da, also jetzt gehen wir in die Entwicklung und bauen das Produkt. Ihr habt gesehen,
wie einfach und wie schnell es gehen kann, ein MVP zu entwickeln, um schnell Erkenntnisse zu gewinnen und nicht zu scheitern oder wenn ja, früh zu scheitern, um dann nochmal gegensteuern zu können, um sich immer mehr dem eigentlichen Endprodukt zu nähern und dann erfolgreicher am Markt sein zu können, weil man besser weiß, was die potenziellen Kunden wirklich wollen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euren eigenen MVP baut, dann schaut euch auch unser nächstes Video an. Darin zeigen wir euch, wie ihr einen Papierprototypen baut und damit ganz einfach und leicht Nutzerinnen und Nutzerfeedback gewinnen könnt.